In diesem Video haben wir die besten 18 Volt Akkuschrauber, die es derzeit auf dem Markt gibt. Und wir erklären dir in diesem Video, warum es genau die sind. Ich habe in der Vergangenheit schon jede Menge Akkuschrauber-Video gemacht, aber heute, das Video ist komplett anders. Denn in der Vergangenheit war es so, dass ich zum Beispiel gesagt habe, guck mal hier, wir nehmen Makita und jetzt haben wir alle Makita-Akkuschrauber hier und haben genau die Unterschiede erklärt und so weiter und so fort. Heute machen wir das nicht, denn heute schauen wir uns an, was sind die besten Akkuschrauber, die es momentan von der jeweiligen Marke auf dem Markt gibt, aus meiner Sicht. Und ich erkläre dir auch jedes Mal, warum das aus meiner Sicht so ist. Denn es gibt ja einige Hersteller, die haben so ein breites Sortiment und du wirst erstaunt sein, warum ich zum Beispiel von Metabo genau diesen Akkuschrauber genommen habe und nicht irgendeinen anderen. Ja? Das heute in diesem Video. Lass uns einfach mal vorne anfangen. Wir fangen jetzt mit Bosch an, aber ein wichtiger Hinweis nochmal vorher. Unten in der Videobeschreibung findest du wie immer den ehrlichen Preisvergleich, wo du alle Geräte nochmal bekommst. Denn gerade bei dem Bosch ist es so, dass wir hier so viele verschiedene Varianten haben, mit dem Aufsatz, ohne Aufsatz, mit Akku und so weiter und so fort. Also schau da wirklich mal unten rein, was ist der aktuelle Preis. Von Bosch Professional gibt es jede Menge verschiedene Akkuschrauber im Bereich 18 Volt, aber das ist der beste. Wir haben hier den GSR 18V90FC. FlexiClick ist ja hier, der Name ist Programm, kann man nur sagen. Ja, hier kannst du dein Bohrfutter einfach dran tun, du kannst aber auch abnehmen und so einen kompakten Akkuschrauber haben. Hier hast du einen Bithalter, der den Bit auch garantiert richtig festhält. Das Gerät ist richtig stark, hat richtig Wumms, hat knapp unter 65 Newtonmeter und macht wirklich Spaß. Das Gute ist aber, er ist irre kompakt und kann trotzdem alles. Ja? Und das Geniale ist, du kannst hier selbst das hier aufsetzen und hast hier die Möglichkeit, damit Schlag zu bohren, mit über 1 Joule Schlagenergie und das alles mit einem Akkuschrauber. Und im Vergleich kann keiner hier auf dem Tisch so gut in Stein bohren wie genau der hier. Und zusätzlich ist es so, dass wir hier Anti-Kickback haben. Das heißt, wenn er mal verkantet, dann bleibt er einfach stehen. Ich finde ihn richtig genial. Und ich würde auch sagen, ich nehme ganz bewusst nicht den ganz großen 150C, weil der hier ist klein, kompakt und reicht von der Power mehr als aus. Für 120 € bekommst du den besten Akkuschrauber von Dewalt. Das ist doch der Hammer, oder? Das ist der DCD 800. Ganz bewusst ist der beste Akkuschrauber aus meiner Sicht nicht der 999 oder noch ein stärkerer. Nein, es ist genau der DCD 800. Warum? Wir haben hier ein Gerät mit 90 Newtonmeter und der macht richtig Spaß. Wir haben hier übrigens einen großen Powerstack-Akku dran. Ja, den können wir auch wunderbar benutzen, würde ich aber nicht machen. Den nehmen wir ab. Wir nehmen auch nicht den ganz normalen, den 5 Ampere-Stunden Standard, der ist auch gut, aber nein, wir nehmen den kleinen Powerstack und zwar den hier, den 1,7 Ampere-Stunden. Reicht für die Kraft mehr als aus und es macht den super, super kompakt. Schau dir das doch mal an. Das Ding ist richtig genial in der Hand. Und ich sage dir wirklich, das ist einer meiner absoluten Lieblingsakkuschrauber. Der ist richtig stark, der hat richtig Power, der geht richtig los, liegt richtig gut in der Hand und mehr Kraft brauchst du nicht. Was willst du mit mehr als 90 Newtonmeter? Das Ding ist wirklich genial. Zusätzlich haben wir hier unten übrigens eine Taschenlampenfunktion. Wir können die Lampe ausschalten, wir können die Lampe einschalten oder auch auf Dauer anschalten. Es ist 20 Minuten für dich als Taschenlampe nutzbar. Und wir können sogar die Richtung noch einstellen, hier ein bisschen nach unten und ein bisschen nach oben. Ich finde das Ding richtig genial. Und mehr brauchst du wirklich nicht. Und das Beste bei Dewalt ist, wir haben hier einen 18 Volt Akkuschrauber. Er ist aber zu 54 Volt voll kompatibel. Kauf bei Milwaukee auf keinen Fall einen anderen Akkuschrauber als genau den im 18 Volt Bereich. Wir haben hier den FDD3. Wir haben hier einen Akkuschrauber, der wirklich kompakt ist. Der ist klein, kompakt, hat aber fast 160 Newtonmeter und die hat er auch wirklich. Der ist enorm kraftvoll. Der macht genau, was du willst und ist trotz Akku mit allem drum und dran noch relativ leicht. Für die Größe ist er ein absolutes Monster, aber achte bitte drauf, nutz den Zusatzhandgriff, damit du die Power auch unter Kontrolle hast. Apropos unter Kontrolle, das Gerät hat Anti-Kickback. Das heißt, wenn es läuft, ja, dann sehen wir hier, es leuchtet und er hat den Kickback ausgelöst, also Anti-Kickback ausgelöst, damit du dir nicht den Arm verdrehst. Interessant ist aber Folgendes, du kannst die Funktion auch ausschalten. Das heißt, du kannst hier in die Mittelposition gehen, rechts, links, dann 1, 2, 3, 4, 5 Mal drücken. Jetzt ist es so, dass das Ganze ausgestellt ist und wir haben jetzt hier kein Anti-Kickback mehr. Wenn wir es jetzt wieder zurückhaben wollen, 1, 2, 3, 4, 5 und dann ist es wieder da. Coole Sache, oder? Und ich kann dir eine Sache sagen, ich habe mit dem FDD3 wirklich viel gearbeitet und im 18 Volt Bereich bei Milwaukee würde ich auf keinen Fall irgendwas anderes nehmen. Das Ding ist Wahnsinn.
Der beste Akkuschrauber von Makita ist kein 18-Volt-Gerät. Für knapp 200 € bekommst du den hier. Das ist ein 40-Volt-Akkuschrauber. Und ich weiß, das wird kontrovers sein Vater sein, aber nein, das ist der beste. Der DF001G. Ganz bewusst auch der ohne Schlagfunktion, sondern wir haben hier einfach Bohren und Schrauben. Und übrigens, das hier ist eine richtig geniale Sache. Wir können hier mit einem Handgriff das von rechts nach links schalten. Und das ist aber bei vielen anderen Geräten, das ist ein bisschen fummelig, ein bisschen schwer, ein bisschen hier. Das hier Klick, 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 ist einfach genial. Wir haben hier ein Gerät mit 140 Newtonmeter, das heißt, wir haben hier auch einen amtlichen Zusatzhandgriff dabei, aber den brauchst du auch, wenn du die maximale Kraft ausüben möchtest. Apropos maximale Kraft, wenn du doch mal ein Kickback haben solltest, kein Problem, denn wir haben hier einen Kickback-Schutz. Schaut mal. Ihr seht, er stoppt und nimmt die Kraft weg und du verdrehst deinen Arm nicht, wenn du doch mal nicht einen Handgriff oder richtig hart reingegangen bist in das Material. Zusätzlich ist das hier der feinfühligste Akkuschrauber, den es auf dem Markt gibt. Der kann das für dich so schön, weil du hast normalerweise hier vorne eine Drehmomenteinstellung. Das ist vielleicht von 1 bis 10, 1 bis 15, 20 vielleicht. Der hier hat 41 verschiedene Drehmomenteinstellungen. Und das Ganze kannst du hier über dieses kleine Rädchen einstellen. Du drehst hier einfach nach oben und unten und kannst von 1 bis 40 etwas auswählen. Damit ist es so, dass du eine winzig kleine Schraube perfekt bündig versenken kannst. Meine Empfehlung für den ist übrigens der kleine, der 2,5 Ampere-Stunden Akku. Und jetzt bin ich gespannt auf deine Kommentare. Hättest du gedacht, dass das der beste Makita Akkuschrauber ist? Ein Akkuschrauber von Flex haben die wenigsten auf dem Schirm. Solltest du aber, denn das Gerät hier ist richtig genial und vor allem zu dem Preis. Aber lass uns erstmal zum Gerät kommen. Wir haben hier 65 Newtonmeter und ein extrem kompaktes Gerät. Der liegt super in der Hand, ist sehr leicht, hat 2 Gänge, alles was du haben willst. Aber er ist klein. Der ist hier in der Dimension so kompakt wie kaum ein anderer Akkuschrauber und das vor allem in der Leistungsklasse. Aber lass uns über den Preis sprechen. Der Akkuschrauber, so wie er hier ist, Akkuschrauber, 2 Akkus, Ladegerät und Koffer, das Ganze bekommst du schon für 170 €. Und mein Tipp ist ganz klar, kauf ihn nur im Set, denn solo kostet er nur 30 € weniger. Das hier ist das krasseste Gerät, was wir heute hier in diesem Test haben. Und wir haben hier so viele Dinge, über die wir reden müssen. Erst einmal, wir haben hier einen Preis von 700 € und der Preis ist richtig günstig, finde ich persönlich. Für das, was er kann, ist er ein absolutes Preis-Leistungs-Ding. Denn wir haben hier ein Gerät für 700 € bekommen wir das Gerät, wir bekommen einen Akku, wir bekommen 8 Aufsätze und einen Koffer und das ist schon genial. Denn Aufsätze ist genau das Thema, denn wir haben hier keinen Akkuschrauber, wir haben einen Werkzeugkasten quasi. Zu den ganzen Aufsätzen kommen wir gleich, aber erstmal müssen wir über das Grundgerät an sich sprechen. Nehmen wir auch ruhig mal ab, denn wir haben hier ein Gerät, wo wir mehrere Aufsätze drauf tun können. Aber fangen wir wirklich mal vorne an. Wir haben hier ein Gerät mit 130 Newtonmeter. Und 130 Newtonmeter ist schon nicht ohne. Weil wir auch 130 Newtonmeter haben, haben wir einen Anti-Kickback-Schutz. Schaut mal. Ja, das haben wir auch mit dabei. Zusätzlich haben wir hier nicht ein Gang, nicht 2 Gang, sondern wir haben ein 4-Gang-Gerät. Wir können hier auf den ersten Gang schalten, haben 430 Umdrehungen, können aber auch auf den 4. Gang gehen und haben dort satte 4000 Umdrehungen. Der pure Wahnsinn. Wir können hier noch jede Menge andere Funktionen einschalten, aber wenn wir dazu noch mal ein extra Video machen sollen, schreibt es gerne mal unten in die Kommentare, denn wie gesagt, zu dem Gerät könnte ich noch so viel mehr erzählen. Fangen wir mal aber bei einem anderen Thema an, und zwar dem Zusatzhandgriff. Ein kleines, winziges Thema, aber ich finde es genial. Viele andere Griffe kann man nur in eine Position festmachen. Den hier kannst du an diverse Positionen festmachen, ja, da wo du es für dich gerade brauchst. Und dann, wenn wir ihn festgemacht haben, ja, haben wir eine Funktion, die wir so auch von nirgendwo anders, glaube ich, kennen. Nämlich wir können Folgendes machen und zack, dann wird er einfach länger. Das heißt, du hast noch mehr Kontrolle oder du kannst einfach sagen, enger Bauraum, mache ich ein bisschen kleiner, damit ich dann da arbeiten kann. Finde ich richtig genial. Und jetzt lass uns mal über den Akku sprechen. Wir haben unten nicht irgendeinen Akku drin, sondern wir haben einen Akku von Bosch drin, obwohl wir hier ein Feingerät haben. Das heißt, wir haben hier ein Gerät aus der M-Share-Allianz. Ergo, wir können hier einen ganz normalen Bosch 18 Volt Akku reinstecken und können dann damit arbeiten. Übrigens, jetzt nicht unbedingt nur Procore, sondern wir können ganz normal Classic, Expert und auch andere Größen nutzen. Das ist gar kein Thema. Und jetzt lass uns mal einen Schritt weiter schauen, nämlich in den Koffer. Und da haben wir hier an der Stelle, ich hatte vorhin gesagt, das ist quasi ein ganzer Werkzeugkoffer und da haben wir jede Menge weitere Funktionen.
Wenn ihr, wie gesagt, ein Video dazu haben wollt, schreibt es gerne mal unten in die Kommentare, dann mache ich euch zu allem nochmal ein Video. Aber ich pick mir jetzt hier nur ein, zwei Sachen raus. Zum Beispiel ein zweites Bohrfutter. Wir haben hier von Röhm ein Präzisionsbohrfutter, was nochmal wesentlich stärker zugreifen kann, als das Bohrfutter, was ich hier gerade habe. Aber das ist nochmal Details. Lass uns nochmal zu dem Bohrfutter kommen, denn hier haben wir eine versteckte Funktion im Gerät. Schaut mal, ich nehme das Bohrfutter ab. Huch, was habe ich denn da? Genau, ich habe hier einen Bithalter und jetzt kann ich mein Bohrfutter hier einfach aufsetzen und kann damit arbeiten. Ich kann aber auch den abnehmen, kann hier ein Bit einsetzen, ein Standardbit, kann damit arbeiten, kann hier das Bohrfutter rauf tun, ihr seht, damit arbeiten, kann es runternehmen, das nehmen. Ist das nicht genial? Das hat ja sonst kaum ein anderes Gerät wie das hier. Nächstes, was ich hier mal rausnehme, ist Folgendes. Wir haben hier eine kleine Bohrkrone. Und zwar genau die. Wenn wir die jetzt hier einsetzen, ja, ich setze das hier mal rein, ja, dann werdet ihr Folgendes sehen, beziehungsweise wir haben letztens einen Test gemacht. Wir haben einen Träger genommen mit einem massiven Material und haben Folgendes gemacht. Wir haben mal geschaut, wie viele Löcher können wir damit eigentlich schneiden. Du hast gesehen, wir haben 35 Löcher gebohrt, einfach mal so mit dem Gerät. Loch nach Loch nach Loch nach Loch. Und das aus der Hand, das ist doch der pure Wahnsinn. Wenn wir jetzt ein bisschen kleineres Loch machen, wollen wir vielleicht ja auch ein Gewinde schneiden. Das geht auch, ist gar kein Problem, haben wir hier auch im Set mit drin. Da können wir jetzt Folgendes machen. Ich setze es hier nochmal wieder zusammen. Da haben wir hier zum Beispiel folgenden Aufsatz. Wir nehmen jetzt mal den Aufsatz mit dem hier, das setzen wir hier rauf, so, Moment, zack und drauf ist es. Und jetzt machen wir Folgendes. Wir setzen das hier auch ran. Und übrigens, wenn wir uns das mal angucken, hier hast du einen massiven Kranz. Das Ganze ist hier auch massiv aus Metall gearbeitet, damit das hier auch ordentlich Halt hat. Und jetzt können wir Folgendes machen. Wenn wir jetzt das Ganze hier, wenn wir damit jetzt Gewinde schneiden, ja, dann ist es so, dass wir jetzt erst einmal einen Linksdreh haben. Wenn wir es aber aufsetzen, dann wechselt es selbstständig auf Rechtsdrehen, das heißt reinschneidend. Das heißt, wenn wir Druck ausüben, dann ist es so, die Richtung wechselt sich, geht zum Reinschneiden über. Wenn wir dann den Druck ablassen, also wenn wir einfach sagen, wir drücken nicht mehr, dann ist es so, dass es automatisch hier drin eine Kupplung, die Drehbewegung umdreht und es wieder rausgeht. Das heißt, du musst nicht hier noch selbst von Hand das rein raus machen, damit verwackelst du nicht. Damit hast du eine fließende, flüssige Bewegung und kannst perfekt Gewinde schneiden. All das kannst du hiermit machen und noch so viel mehr. Wie gesagt, das würde ein ganzes Video füllen. Metabo wird mich für diese Aussage, glaube ich, vierteilen, aber ich bin der Meinung, das hier ist einer der besten Akkuschrauber von Metabo. Wir haben von Metabo wirklich krasse Geräte, wirklich große Geräte, wirklich sehr kräftige Geräte, Geräte, die ganz, ganz viel können, eine andere Kupplung haben, andere Einstellungen, bla 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 bla. Aber ich mag diesen kleinen total gern. Warum? Wir haben hier einen BLQ, ein Brushless-Gerät mit einem Quick-Aufsatz. Das heißt, wir können ihn erst einmal winzig klein machen. Der ist wirklich klein, klein, klein. Und da kannst du hier so schon mal ein Bit reinstecken und dann kannst du in kleinen Ecken arbeiten. Du hast hier aber auch den Aufsatz mit deinem Bohrfutter und kannst damit arbeiten. Du kannst aber auch verschiedene weitere Aufsätze dazu kaufen. Du kannst einen Exzenter-Aufsatz dazu kaufen. Du kannst um die Ecke schrauben und so weiter und so fort. Alles im Zubehör erhältlich. Der Schrauber, so wie er hier ist, ja, ist aber auch richtig stark. Wir haben hier 60 Newtonmeter und das reicht in der Regel. Ja. Ich finde, mit 60 Newtonmeter hat er mehr als genug Kraft für das meiste, was du jeden Tag machst. Denn er soll ja klein sein, er soll kompakt sein und er soll für dich das meiste erledigen können. Und was nützt dir so ein riesiger Klotz an der Hand, wenn du nur normale Schrauben reindrehst? Glaub mir, das Gerät ist richtig genial. Wir haben ihn hier auch mit einem passenden Akku drunter, mit einem relativ kleinen Akku, damit er nicht nochmal extra schwer wird. Und genial ist hier auch das Preis-Leistungs-Verhältnis. Für 150 € bekommst du den Akkuschrauber Solo ohne alles. Für rund 180 € bekommst du den Akkuschrauber, 2 Akkus, Ladegerät und einen Koffer. Das finde ich richtig genial. Und ich muss sagen, ich habe früher deutlich zu große Geräte genommen. Seitdem ich den kleinen hier das erste Mal benutzt habe, gebe ich den nicht mehr aus der Hand.
Feste Beweis wieder eine Sache, es muss nicht immer der stärkste sein. Wir haben hier zwei Geräte mit jeweils nur 40 Newtonmeter und trotzdem sind es geniale Akkuschrauber. Und ja, ich wurde gezwungen, dieses Gerät mit in das Video mit reinzunehmen, aber eins nach dem anderen. Erst einmal der Preis. Die beiden hier sind schon für 150 € zu haben. Ja, solo und nicht mit allen Aufsätzen. Apropos Aufsätze, wir haben hier Folgendes. Wir haben hier satte 11 Aufsätze, die du für das Gerät bekommst. Das ist schon richtig genial. Denn im Lieferumfang ist zum Beispiel dieser Aufsatz dabei, im Basic-Set. Der hat zum Beispiel nur 10 mm Bohrfutter. Es gibt aber auch ein Bohrfutter mit 13 mm. Du bekommst zum Beispiel aber auch so ein Bohrfutter, mit dem du um die Ecke arbeiten kannst. Ja? Kannst du einfach aufsetzen, um die Ecke mitarbeiten. Oder du sagst, du möchtest eher damit arbeiten, hier mit dem kleinen Bithalter. Auch der richtig genial. Brauchst du weniger Platz, kein Thema. Nimmst du einfach ab, kannst hier den Bit einsetzen und kannst dann damit arbeiten. Mann, oh Mann, oh Mann, jetzt aber. So, du kannst dann damit arbeiten. Ja? Hier vorne sehen wir übrigens die sogenannte Bitgarage. Da kannst du zum Beispiel ein Bit jetzt nehmen und den einfach hier dran tun. Du kannst aber auch einfach eine Schraube hier dagegen werfen. Ja? Das hält dann, wenn du oben bist und möchtest du was schrauben und möchtest nicht irgendwo in die Tasche reingreifen, nimmst du hier Schraube für Schraube und kannst das auch festmachen. Finde ich eine ganz clevere Lösung. Und das ist natürlich nicht nur bei dem so, das ist auch bei dem so. Da kannst du hier zum Beispiel ein Bit ansetzen und hast du hier die Chance, 3, 4 Bits ranzutun und immer zu wechseln. Ja, einfach hier rein und fertig. Finde ich schon ganz cool. Was ich übrigens auch genial finde, ist die Einstellmöglichkeit. Wir haben hier übrigens eine elektronische Kupplung. Das heißt, wenn wir das Drehmoment erreicht haben, wo er abschalten soll, können wir hinten einstellen, dann piept er kurz und hört auf und überdreht dann nicht. Das ist schon ein echtes Komfortfeature. Hier hinten können wir das Drehmoment auch einstellen. Sehr schön hier mit dem Drehrädchen. Das ist wirklich schön fein und gut einzustellen, statt dass ich hier vorne so hin und her drehe. Was wir hier hinten aber auch noch haben, wir können es auf rein bohren umstellen und danach können wir die Leuchte hier vorne ausstellen, wenn ich sie nicht haben möchte, wenn sie blendet, oder ich kann sie auf Dauer einstellen. Wenn ich jetzt das Gerät einfach einschalte, geht die LED an und leuchtet 10 Minuten nach. Oder ich kann einfach hier wieder drehen und zack, das ist auch schon aus. So. Das Ganze gibt es in 2 verschiedenen Griffformen. Diese Griffform ist die, die mir auf jeden Fall lieber ist, denn ich mag die schon wirklich gern. Und ihr schreibt bitte mal in die Kommentare, wem ist das hier lieber? Weil das hier verstehe ich überhaupt nicht. Angeblich soll man das ja auch so benutzen, mit einem Finger nach vorne und so benutzen. Ich weiß ja nicht. Interessant ist Folgendes. Festo sagt, sie verkaufen 50% diese Form, 50% diese Form. Ich bin ganz klar diese 50%. Und jetzt schreibt ihr mal in die Kommentare, Team TXS oder Team CXS? Und jetzt nochmal zum Fazit und nochmal ganz wichtig zu sagen, das ist meine Auswahl heute gewesen. Natürlich ist es so, dass es nochmal ganz andere Geräte gibt. Es gibt natürlich auch 18 Volt Geräte von Makita, die richtig gut sind. Es gibt natürlich auch Geräte von Metabo zum Beispiel mit 135 Newtonmeter, die riesige Schrauben reinbekommen und so weiter und so fort. Ich wollte euch nochmal die Augen öffnen, welche Geräte eigentlich wirklich echte, richtig geniale Geräte der verschiedenen Hersteller sind. Und es muss nicht immer das Größte sein oder das Kleinste, sondern es tut zum Beispiel hier beim 90FC eben auch ein Gerät aus der Mitte. Ihr schreibt jetzt mal in die Kommentare, welcher ist euer absoluter Liebling? Vielleicht ist er gar nicht auf dem Tisch, vielleicht schon. Wir lesen uns dort. Solange ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.